Hallo, mein Name ist Kenchen und ich möchte euch heute die traurige Geschichte erzählen, wie ich meine Mutter verlor. Eigentlich hatten wir ein gutes Leben. Zusammen wohnten wir an einem wilden, unberührten Strand. Eine Herde hatten wir nicht. Meine Mutter wollte mir nie den Grund erzählen und immer wenn ich sie danach fragte, trifteten Tränen in ihre Augen. Also ließ ich es lieber sein. Ich wollte nicht, dass sie unglücklich ist. Trotzdem hatten wir ein wunderschönes Leben. Den ganzen Tag spielten und tollten wir über den Strand oder wanderten über saftige Grasflächen. Am Abend legte ich mich im Schatten eines Felsens in den weichen Sand und meine Mutter wachte über mich. Doch eines Tages nahm unsere glückliche Zweisamkeit ein jähes Ende. Wieder einmal galoppierten wir über den Strand und hatten unseren Spaß. Da kam ich auf einmal auf die Idee, ins Wasser zu gehen. Bisher hatten wir das nur ganz selten und an besonders heißen Tagen gemacht und meine Mutter meinte immer, es sei gefährlich. Heute war einer dieser heißen Tage und ich wollte mir eine Abkühlung verschaffen. Also betrat ich das seichte Wasser und begann mich genüsslich darin zu wälzen. Das Meer schien ruhig und harmlos, deshalb kam meine Mutter auch dazu und wir kühlten uns ab. Doch plötzlich rollte eine gigantische Welle heran. Ich stand ein wenig von meiner Mutter entfernt, deshalb konnte ich gerade so noch ausweichen. Aber sie selbst wurde geradewegs von den Wassermassen mitgerissen und in die Weiten des Meeres davongezogen. Panisch wieherte ich nach ihr und suchte das wogende Wasser nach ihr ab, aber so sehr ich mich auch anstrengte, ich sah sie nicht. Zurück ins Wasser zu gehen und nach ihr zu suchen, wagte ich auch nicht. Die Strömung war einfach zu stark geworden. Ewigkeiten stand ich da und hoffte, ihren Kopf aus dem Wasser hervorlugen zu sehen, doch nichts dergleichen geschah. Tagelang verharrte ich dort am Strand, wagte es nicht, das Meer auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Doch von Stunde zu Stunde schwand die Hoffnung auf ein Lebenszeichen von ihr mehr. Irgendwann musste ich wohl oder übel dem Hunger nachgeben und das Warten aufgeben. Jedoch konnte ich den Gedanken einfach nicht abschütteln, dass es meine Schuld war. Wäre ich nicht ins Wasser gegangen, wäre sie heute vielleicht noch bei mir. Aber an diesem Schicksal konnte ich nun leider nichts mehr ändern. Ich erkannte, das ewige Warten hatte keinen Sinn mehr und fand mich mit dem Tod meiner Mutter ab. Anfangs fiel es mir schwer, mein Leben weiterzuleben. Ich fühlte mich unfassbar einsam und verloren. Aber auch daran gewöhnte ich mich irgendwann. Inzwischen war ich zu einem ausgewachsenen Hengst geworden. Dass ich keine Herde hatte, machte mir nicht sonderlich viel aus. Es kam mir nur manchmal so vor, es würde mir etwas fehlen. Machte ich mir nichts daraus. Manchmal starrte ich stundenlang in die Ferne und wartete darauf, dass etwas passierte. Es war so langweilig und trostlos und ganz allein. Selbst das friedliche Meeresrauschen konnte meine Trauer nicht lindern. Doch eines Tages geschah es. Bereits am Morgen hatte ich so ein eigenartiges Gefühl im Bauch, das mir verriet, dass heute ein ganz besonderer Tag sein würde. Eine innere Stimme zog mich an den Strand, wo ich den ganzen Tag verbrachte und wartete. Worauf ich wartete, wusste ich selbst nicht so genau. Aber selbst als ich Hunger bekam, konnte ich meine Beine nicht dazu bringen, den Strand zu verlassen. Eine lange Zeit starrte ich auf das Wasser, regungslos und stumm. Selbst als es Abend wurde, konnte ich aus irgendeinem Grund nicht gehen. Es wurde kühler
und die Sonne senkte sich auf das glitzernde Wasser nieder. Da sah ich es. Ganz plötzlich eine minimale Bewegung am anderen Ende des Strandes. Ich fuhr herum. Hatte ich es mir nur eingebildet? Nein, tatsächlich. Dort in der Ferne galoppierte ein Pferd, direkt in meine Richtung. Zuerst bekam ich Panik und wusste nicht, was ich tun sollte. Doch da erkannte ich sie. Edel und schön wie eh und je. Vor Freude begann mein Herz zu rasen. In weit ausholenden Galoppsprüngen preschten wir aufeinander zu. Passierte das gerade wirklich? Träumte ich? Ein unsagbares Glücksgefühl durchströmte meinen Körper und erfasste jede Faser meines Fells. Sie lebte. Sie hatte sich kaum verändert, nur etwas älter war sie geworden und ein eigenartiger Geruch klebte an ihrem Fell. Doch das war egal. Das Einzige, was zählte, war, dass sie noch am Leben war und wir nach all den Jahren endlich wieder vereint waren. Noch nie zuvor hatte ich mich so lebendig gefühlt wie jetzt gerade. Später erzählte meine Mutter mir, dass sie von Menschen aus dem Wasser gefischt und jahrelang von ihnen gefangen gehalten wurde. Heute hatte sie es endlich geschafft, auszubrechen und mich gefunden. Wir beide waren einfach so unendlich dankbar dafür, wieder vereint zu sein.